Denkst du mit Facetang in einer Stunde mehr XP als HNR? Nö, mit HNR mache ich auf jeden Fall mehr XP. Definitiv. Weil du einfach viel mehr Monster tötest. Wäre auch unlogisch eigentlich, wenn HNR langsamer ist. Also rein theoretisch. Wenn du bei Facetank Full Damage bist, dann wärst du vielleicht schneller. Vielleicht. Aber ich sag mal so. Zumindest im Low-Level. Ich meine, ab Kylun geht's halt irgendwann nicht mehr wirklich. Wobei in Kylun definitiv nicht das Problem ist, dass man nicht genug Schaden macht, sondern dass die Monster zu viel Schaden machen. Also das Problem, oder was mir immer gesagt wurde, dass man nicht genug Damage macht als HNR, finde ich, stimmt einfach nicht. Kommt halt aufs Equipment an, aber es stimmt einfach nicht. Weil der Schaden ist, also man kann wirklich so extrem viel Schaden machen, das ist insane. Das ist definitiv nicht das Problem. Das Problem ist, in Kylun, dass die Monster zu schnell und zu stark sind, selbst wenn du Full Power-Up bist, und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Bei HNR, weil dann würde jetzt jemand sagen, ja, aber ist ja immer so, wo ist der Unterschied? Ja, es ist schon ein Unterschied, weil in Kylun war ich Full Power-Up, Death Upcut Stone, Elle Death Upcut Stone, Grilled Eel, STA Flask, alles, was man anmachen kann, hatte ich an. Und ich war trotzdem, 2 Monster konnten mich töten. Das ist einfach sinnlos. Wenn du das in Darkon machst oder in Asria, da kannst du wahrscheinlich, da kannst du fast Facetank spielen. Wenn du so viele Power-Ups anknallst, obwohl du Full Int bist. Das ist geisteskrank, was auf Kylun abgeht. Der Schaden ist definitiv nicht das Problem. Und wenn du Full Damage bist versus eben nicht Full Damage, wie solltest du dann überhaupt langsamer sein können? Ich meine, ein einfaches Beispiel jetzt, was das Pullen angeht. Das Pullen ist ja eigentlich identisch. Ob du jetzt Facetank oder Hit and Run bist, du pullst die Monster gleich schnell, gleich gut. Und der einzige Unterschied ist dann eigentlich, der Facetank bleibt stehen ab einer gewissen Anzahl an Monstern. Ich würde mal sagen, so durchschnittlich wahrscheinlich 20, 30. Je nachdem, wenn es ein richtig heftiger Spot ist, wie zum Beispiel Small Naga oder so, dann vielleicht auch mal 50, ist ja egal. Auf jeden Fall bleibt er irgendwann stehen und tötet diese 50 Monster. Also der pullt 50 Monster in der gleichen Zeit wie ein HNR. Und dann bleibt er aber stehen und kämpft gegen diese 50. Und der HNR, der pullt 50, macht aber mehr Damage, zum Beispiel mit Poison Cloud, mit Avalanche, mit Burning Field, wie auch immer. Das heißt, diese 50 sterben schon während er sie noch pullt, beziehungsweise sind sie schon extrem Lowlife. Der Facetank kann das zwar theoretisch genauso machen, dadurch, dass er aber viel weniger Schaden macht. Logischerweise haben die Monster dann immer noch viel mehr AP, deswegen muss er ja auch irgendwann Facetanken, weil sonst würden sie auch anfangen wegzulaufen. Und beim HNR ist es so, wenn du genug Schaden hast, was aber wie gesagt eigentlich nicht besonders schwierig ist, wenn du Full Damage gehst, pulst du diese 50. Während du sie pulst, sollten sie in der Regel schon anfangen zu sterben. Irgendwann musst du vielleicht mal einen Finisher-Move machen. Small Naga zum Beispiel einen Meteor-Shower nochmal reinklopfen in die AOE. Oder eben Burning Field, Avalanche, Poison Cloud, whatever. Halt deine klassischen Tools, um die Monster eben zu töten, ohne wirklich stehen zu bleiben. Und dann pulst du aber direkt schon weiter. Also du bleibst niemals stehen und du pulst unendlich weiter. Und wie sollte das jemals langsamer sein? Das geht eigentlich gar nicht. Also wenn überhaupt gleich schnell. Wenn der Facetank so viel Schaden macht wie der HNR, bleibt er auch nur kurz stehen. Bleibt halt ein kleines bisschen länger stehen, weil er wirklich alle 50 Monster killt. Während der HNR halt einfach weiterläuft, egal wie viele sterben oder egal wie viel er gepullt hat sozusagen. Aber selbst dann wäre es Gleichstand, wenn überhaupt. Also theoretisch kann es gar nicht langsamer sein. Bin ich der festen Überzeugung von. Was andere da sagen, ist mir schon seit ich Elementor spiele, ist mir schon egal. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich denke, ich habe das auch schon oft genug mehr oder weniger bewiesen.
dass HNR überall funktioniert. Und sogar auch mit schlechtem Equipment. Ich hatte ja zum Beispiel Ewigkeiten lang kein Harness-Stuff. In Coral Island haben alle gesagt, ohne Harness-Stuff funktioniert Elementor sowieso nicht, vor allem kein Hidden Run. Ich habe bis 165 gespielt mit Bloody. Hat genauso funktioniert. Und auch da war meine Killtime gut. Vor allem, gut, war natürlich dadurch bedingt, dass Kraken Feuerelement sind. Aber bei Kraken habe ich auch noch HNR gespielt. Hat auch gut funktioniert. Da habe ich auch genauso viel gemacht, XP-technisch, wie alle anderen. Habe ich auch meine 20-25% pro Stunde gemacht, wie alle anderen. Und das auch ohne Harness-Waffe. Also, wenn man daran Spaß hat, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich meine, wenn es einem keinen Spaß macht, dann sollte man es nicht spielen. Aber wenn man daran Spaß hat, wenn man davon überzeugt ist und wenn man jetzt vielleicht nicht das schlechteste Equipment hat, dann hat man da eigentlich nie wirklich Probleme bis Kailun. Kailun ist dann leider so ätzend gestaltet, dass es halt einfach auch keinen Spaß mehr macht. Also unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht, es funktioniert definitiv. Habe ich auch jetzt die letzten 2 Monate fast nur Hidden Run gespielt. Aber es macht halt keinen Spaß mehr. Es ist so ätzend gemacht, dass es halt über diese kleinen Fehler, wo man immer mal wieder stirbt als HNR, das wäre vielleicht noch einer der Nachteile, wo du sagen kannst, okay, ein HNR stirbt durchschnittlich pro Stunde wahrscheinlich einmal. Also theoretisch musst du dann am Endergebnis nochmal 1% XP vielleicht abziehen, was durch Tode rebuffen drauf geht sozusagen. Wenn du es vergleichen würdest. Wobei ein Face-Tank genauso sterben kann, davon mal abgesehen. Nur weil du Face-Tank bist, heißt es nicht, dass du niemals stirbst. Aber ja. Aber wenn es halt keinen Spaß mehr macht, ich meine, dann sollte man wahrscheinlich switchen. Aber dann wäre erst noch mein Mittel Power-Ups. Hat ja auch, wie gesagt, noch gereicht eigentlich. Größtenteils. Nur jetzt ab den Tire-Hass, weil die auch noch so ein ätzendes Gebiet haben, wo man echt schwierig nur Hit-and-Run machen kann. Weil das Gebiet einfach nicht dafür geeignet ist. Erst da habe ich persönlich für mich jetzt entschieden, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Beziehungsweise wollte ich es halt einfach mal ausprobieren. Ob es überhaupt funktioniert mit Face Tank. Aber wie gesagt, grundsätzlich HNR eher schneller und nicht langsamer.